Servus zusammen in meiner kleinen Werkstatt. Ich bin's, der Carsten. Heute zeige ich euch die CSB 550 RE von Bosch. Eigentlich eine Skintilla-Maschine aus Solothurn. Großartiges Gerät. Ja. Hat meistens verkauft oder meistens genutzt mit dem S7 Säulenbohrständer von Bosch, den es auch nicht mehr gibt. Ich zeige euch die CSB, das ist einer meiner Schätze. Ja, ich nehme sie mal raus. Hier ist die CSB. Ja, die CSB ist eine Schlagbohrmaschine, ja, mit einem Jacobs Bohrfutter, schlagfest, wichtig. Kommen wir dann dazu, oder können wir auch eigentlich gleich ausführlich besprechen. Diese Bohrfutter halten ewig, aber nicht unendlich. Die verbrauchen sich. Ja, und achtet also darauf, wenn ihr so ein Bohrfutter nachkauft, dass es das Jacobs Bohrfutter ist. Ja, oder ein Äquivalent. Hier empfehle ich tatsächlich ausnahmsweise das Original Bosch-Teil nachzukaufen. Es gibt viele Nachbauten von diesem Bohrfutter. Dieses Bohrfutter hatte in dem oben angezeigten Video, ja ein paar Macken, ein paar Fehler. Es lag am Spanndruck und an den Spannbacken. Die Spannbacken, die 3 Stück, konnte ich aus einer Schlachtmaschine ersetzen. Die waren verbraucht, deswegen konnte ich das originale Bohrfutter beibehalten. Was aber verbraucht war bei ihr, ja, war der Bohrfutterschlüssel. Ja. Auch die können sich verbrauchen über die Jahre. Wir reden hier über eine Maschine, die CSB. Jetzt liegt sie so, dass wir die Sonnenseite haben. Jetzt drehen wir sie auf die Schattenseite. Ja. Diese Maschine, oh, lasst mich lügen, Leute. Ja. Großes, langes Schweigen. Ja. Die Maschine ist über 30 Jahre alt. Die ist 1992 gebaut worden und läuft heute noch. Die Maschine habe ich überholt, da machen wir noch ein eigenes Video drüber. Ja, die hat neue Kohlebürsten erhalten. Eine Gehäuseschale musste ausgetauscht werden. Aber wenn ihr euch das mal vorstellt, ja, 32 Jahre, ja, einmal Bürsten wechseln, 3 Backen erneuern, fertig. Die CSB 550 RE hat 550 Watt. Ja, ist wie gesagt eine Schlagbohrmaschine. Ja, hier oben wird noch geschaltet. Diese Schalterkulisse findet ihr auch noch heute in der GSB 13 RE, ja, das Einsteigermodell. Die hat hier oben einen roten Schieber. Ja. Die Maschine hat Elektronik. Ja, das bedeutet, ja, sie hat einen Gasgeberhandgriff. Ja. Ich stecke sie mal ein, dass ihr das seht oder auch mitbekommt, über was wir reden. Ja. Ja, der Stecker geht mit Strom drauf. Seht ihr das? Hier könnt ihr über... Gesehen? Ja. Die hat 550 Watt, wie gesagt, ja, die sie auch abgibt. Wenn wir jetzt hier Gas geben, ja, können wir hier am Drehrad, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, die Drehzahl einstellen. Ja. Eigentlich relativ einfach gemacht, simpel gemacht. Ja. Es begrenzt den Weg, wie weit ich den Schalter reindrücken kann. Ja. Ganz witzig gemacht, ne. Da ist ein Regel, ein Stift im Endeffekt, ja, der den Schaltweg begrenzt. Dann haben wir hier, also ich begrenze jetzt den Schaltweg. Und ich kann sie auf Dauerfeuer stellen bei vorgegebener Drehzahl. Ja, das ist natürlich eine tolle Sache. Ich kann aber auch nachregeln, während sie unter Dauerfeuer steht. Arretiert. Diese Besonderheit des Schalters hat sie prädestiniert für den Säulenbohrständer. Ja, diese Elektronikmaschine kann in Beton, ja, maximal 15 mm Schlagbohren, also in Beton. Konkret Schlagbohrmaschine. Es ist halt das C, ja, steht für Konkret, für Beton. Ja. Diese Maschine, die RE, ja, hat halt Elektronik und Rechts-Linkslauf. Das war damals noch gar nicht üblich, dass eine Maschine Rechts-Linkslauf hatte. Ja. Frühe Bohrmaschinen konnten nur bohren, nur rein. Raus hat man sie dann gezogen.
die kann das. Ja. Jetzt gehen wir mal auf die Maschine weiter ein. Ja. Ich zeige es euch mal. Ja. Das ist noch so toll gemacht. Ja. Hier in Holz macht sie 25 mm, ja. In Stahl macht sie 10 mm. Ja. Beton haben wir ja schon angesagt. Ja. Dann haben wir hier auch noch die Drehzahlen, ja, die die Maschine dann braucht. Ja. Das ist eigentlich dann auch immer abhängig. Ne. Und sie kann, ja, diese Maschine hat einen Drehzahlbereich bis 3000. Ja, 3000 Umdrehungen, das müsst ihr euch mal vorstellen. Und hat eine Schlagzahl dann bei 48.000 Schläge. 48.000 Schläge macht die dann im Beton, ja, bei 3000 Umdrehungen. Ja, das sind Werte, das kann man sich heute gar nicht mal vorstellen. Wofür braucht man eigentlich eine Schlagbohrmaschine? Es gibt doch jetzt diese wunderbaren SDS Plus Hämmer, ja, ähnliches. Ihr werdet es nicht glauben, ja, aber euer SDS Plus kann vieles nicht, die so eine alte Schlagbohrmaschine kann. Zum Beispiel Klinker bohren, Vollziegel bohren, Ziegel generell. Eine Schlagbohrmaschine wie die hier, ja, bringt den Schlag genauer auf den Punkt. Ja. Ihr müsst euch das so vorstellen, ein SDS Plus Bohrhammer, ja, der haut mit einem riesen Pomfo auf eine große Stelle, ja, bum bum, ja, und haut euch da den Ziegel gegebenenfalls kaputt. Ja. Der hier, ja, ist, auch wenn hier Concrete drauf steht, Beton ist nicht seine Stärke. Damals waren aber SDS Plus Hammer nicht so weit verbreitet, also war das eine besondere Leistung, dass die CSB 550 RE auch Beton konnte. Beton war damals ja, noch nicht flächendeckend. Man hatte damals noch Decken, ja, aus Kies, man hatte Fellbodendecken, alles mögliche. Betondecken im Neubauten kamen da oder waren dort dann erst renovierungsbedürftig aus den 60er, 70er Jahren. Ja. Und dafür war diese Maschine großartig. Ja. Heute würde ich Beton mit ihr nicht mehr machen. Was ich aber mit ihr auf jeden Fall noch mache, sind Ziegel, ja, weil ich hier einen skalpellartigen Schlag auf eine kleine Fläche ausbringe und ja, zum Beispiel auch sauber damit einen Ytong bohren kann. Schlagbohrmaschinen haben hier wirklich einen Vorteil gegenüber Ytong. Ja. Ich habe natürlich auch mir eine Schlagbohrmaschine gekauft, ja, der Neuzeit. Ja. Hier zum Beispiel den GSB 18, ja, kabellos. Ja. Der ist im kleinen Bohrdurchmesser ihr überlegen, aber im großen Bohrdurchmesser geht der GSB tatsächlich ein. Ja, gewerbliche Schlagbohrmaschine. Da ist die CSB 30 Jahre, 32 Jahre immer noch State of the Art, wenn nicht sogar, ja, die Benchmark. Okay? Ich habe mir diese Maschine geholt, um den Bohrständer zu komplettieren. Ja, mein Vater hatte diese Kombination Bohrständer und CSB. Dieser Bohrständer ist aus einem anderen Bohrständer zusammengebaut worden und ist in großen Teilen noch der meines Vaters. Hier in der Maschine sind auch ein paar Schlachtteile von der Maschine meines Vaters, die aber komplett im Eimer war. Ja, die konnte ich nicht mehr retten, also habe ich die hier gerettet. Und wie bei den meisten Kombinationen, die so verkauft wurden, sind über die 30 Jahre viele Teile verloren gegangen. Ja. Bei dieser Maschine zum Beispiel der Handgriff. Ja. Der Handgriff, den ich euch einblende, den gibt es bei Bosch nicht mehr regelmäßig. Er ist noch nicht obsolet. Obsolet heißt, er wird nicht mehr hergestellt. Aber zum Beispiel hier habe ich jetzt über 90 Tage auf den Handgriff gewartet, um dann die Nachricht zu kriegen, momentan nicht lieferbar. Für diese Maschine, die einen 43er Spannhals hat, ja, gibt es nicht mehr viele passende Handgriffe. Für die, die ihn verloren haben oder nicht mehr im Besitz dessen sind, ja, rate ich zum Kauf des Handgriffs für die PSB, also die grüne PSB 500 RE. Okay? Das ist dieser Handgriff, ja, der ist noch geschraubt. Ja. Nehmt diesen Handgriff, festschrauben. Der passt wie eine 1 auf die Maschine, auch von der Länge. Die Kraftachse ist immer noch die gleiche. Er hat hier vorne den Slide. Ja. Dann Tiefenanschlag ist hier bei Bosch Grün, ja, der Kunststofftiefenanschlag vorgesehen.
Da könnt ihr ausweichen, weil ich finde, das passt nicht ästhetisch zu der Maschine. Ja. Ich habe mir den Metall-Tiefenanschlag geholt, ja, für die Maschine. Der hat auch die Riffelung und kann hier in die Verzahnung eingreifen, seht ihr das? Ja. Und schon habt ihr wieder eine Schlagbohrmaschine, die vollends nutzbar ist wie früher. Ja. Ich verlinke euch die Nummern unten. Ja. Ich denke nicht, dass ich der Einzige bin, der das verloren hat. Wie gesagt, der verbrauchte Bohrfutterschlüssel springt über. Ja. Da habe ich mir auch einen neuen geordert. Musste ich auch in einer anderen Nummer umschlüsseln. Ich werde euch die Nummer also auch unten verlinken, welcher Bohrfutterschlüssel für Jacobs Bohrfutter geeignet ist. Sind nämlich nicht alle gleich. Ja. Es gibt verschiedene Zapfendurchmesser, ähnliches. Ja. Jacobs Bohrfutter, den hier, der verzahnt wieder schön. Seht ihr das? Ja. Springt nicht mehr über. Ja. Das heißt, was ich ja gelernt habe, über 3 Stufen, ja, den sauber anziehen. Der kommt jetzt hier wieder oben hin. Der alte, den werde ich trotzdem aufheben. Ja. Ich wohne ja jetzt in Schwaben. Ja. Schaffe Häuslebauer. Ja. In Oberbayern hätten wir den vielleicht weggeschmissen, weil wir nur haben. Aber jetzt bei den Schwaben bin ich ein bisschen geizig. So, die CSB hat keinen Wiederanlaufschutz. Ja. Also wenn man die auch seht ihr das? Ja. Deswegen rate ich, wenn ihr die stationär verwendet, so wie ich, ja, rate ich euch wirklich wärmstens zu einem Notausschalter, ja, dessen Montage hier ich euch noch vorführen werde. Der ist hier. Ja. So ein Notausschalter, den montiert man ja dann an der Werkbank und macht aus, an. Ja. Maschine an, aus. Ja. Wenn ihr hier werkelt, habt ihr sicher nicht die Hand, da schnell rüber zu greifen und hier drüben den Release zu drücken. Der Release geht übrigens durch einmal andrücken, aus. Okay? Ziehen, dann springt er raus, gesehen. Aber dahin zu fassen, in der Zeit, wenn Sie sich gerade um euer T-Shirt oder ähnliches kümmern, schaltet ein Notaus dazwischen, dann ist die Maschine auch wieder State of the Art, ja, und kann auch weiterhin gewerblich genutzt werden. Ja, durch eine EU-Änderung ist es ja leider so nicht mehr möglich. Ja, das habe ich jetzt hier mit dem Notausschalter, das werden wir nochmal in einem separierten Video direkt zeigen. Also Leute, ihr habt gesehen, das ist der Nachfolgeschlüssel. Ha, das ist ein Klassiker, ne? Das ist wie bei der stationären Einrichtung, da fliegt auch immer die Mutter raus. So, zack, fertig. Ich mag ja wirklich diese Knebelschrauben von Bosch. Ja, vielleicht tausche ich sie noch gegen eine schwarze aus. Ja, das sieht dann besser an der Maschine aus. Orange haben sie nicht gehabt. Das soll es gewesen sein, Leute. Ja, die CSB, ja, kann spannen, das ist auch wichtig. Der hat einen Spannbereich bis 13 mm, hier steht 15 mm kann sie bohren. Ja, also müsste ich hier mit abgesenkten Bohrern arbeiten, ja, die einen 13er Schaft haben. Ja, ansonsten, ja, gibt es zu der Maschine noch zu bemerken, dass sie diesen Tüllenschutz hat, der dafür da ist, den Bohrfutterschlüssel sauber aufzubewahren. Ja, aber wie bei den meisten ist auch bei meiner hier das gerissen. Diese Tülle habe ich auch bestellt, ist leider momentan auch nicht verfügbar. Sobald die da ist, wird die natürlich ausgetauscht, auch wenn ich da den Bohrfutterschlüssel nicht mehr rein tue. Sie hat, wie damals, ja, die meisten Maschinen, hat sie ein Kunststoffkabel, kein Gummikabel. Also wenn dieses Kabel irgendwann mal porös wird, wird es gegen ein Gummikabel ausgetauscht. Ich denke, dass diese Maschine über 30 Jahre noch machen wird bei entsprechender Pflege. Pflege, ja, heißt, wenn ihr sie zerlegt, auch mal das Getriebe schmieren, auch mal den Schlag prüfen. Bei jeder Schlagbohrmaschine ist der Schlag ein Verschleißteil, auch bei ihr hier. Ja. Hier arbeiten einfach so. Hier überspringen ja Zahnräder, das wisst ihr, die dann den Sprung, ja, ist der Schlag. Ja, wenn sie überspringen, dann kommt es hier zum Schlag. Ja. Das ist klar, dass das mechanisch verschleißt, auch bei ihr. Bloß sie schlägt nicht mehr viel in der Wand, wenn dann richtig, ja, wenn dann ausgewählte Löcher zum Verschleißen, nämlich sie hier. Sie hat den Haupteinsatz wirklich im Säulenbohrständer, dort ist sie großartig. Ich wollte sie euch einfach mal gezeigt haben. Ja,
bestimmte Details filme ich jetzt nachher nochmal ab, dass ihr das genauer seht. Ich danke euch, ich hoffe, dieses kleine Video über diese großartige Maschine hat euch gefallen. Wenn ihr eine kriegen könnt, schlagt zu, kauft sie, sie ist noch vor der Zeit blau-grün. Das ist also nicht, weil ihr jetzt hier ein grünes Gelump kauft oder grünes Gelump gibt es nicht, dass ihr jetzt eine günstige Maschine kauft. Das ist eine wirkliche Handwerkermaschine. Ja, gönnt sie euch. Okay, in diesem Sinne, der Rödel. Bis zum nächsten Mal. Servus.